natürlich schwierig, weil da habt ihr keinen Ansatz, das ist ein Schlagpunkt, aber wenn ihr eure Energie entladen könnt, die hier gespeichert ist, also erstmal versteht, wie überhaupt Energie speichert. Ich habe ja Energie gespeichert, ja, und dann auf den Punkt entlädt, dann geht es. Also übertrieben ist es das, ne? Machen wir mit Qigong immer, ne? Die Gesundheit. Qigong kennen Sie auch, ne? Ja, Haare stellen sich auf. Geil. Prickelnd. Dessen Haare stellt sich auf. Seine Augen. Das ist schön, ne? Das prickelt, ne? Das ist Rei-Chi. Natürlich das, was wir in der Kampfkunst viel anwenden, dieses äußere Schutz-Chi. Ja? Aber letztendlich das, was da so ganz groß hier trainiert und am Anfang relativ mechanisch, das wird natürlich irgendwann, also dass ihr den Rahmen ein bisschen verlasst und euch auf die Inhalte konzentriert. Ja? Und das ist vor allen Dingen erstmal Gefühl und Wahrnehmung. Ne? Nur eins. Ja? Und das hilft uns sogar, weil sein Anzug gibt uns wie so ein Hebel, ja, an dem ich hier so reinrollen kann. Das ist typisch, glaube ich, für die gemacht. Ne? Das wissen die. Die rollen sich hier so rein und nutzen das sozusagen noch so als Drehhebel. Ja? Und dann können wir natürlich hier uns entladen und hier nochmal verdrehen. Ja, was ihr seht, was ihr dann natürlich habt, ist ja auch noch der Hals jetzt hier. Ne? Ja? Also diesmal ist die Hand jetzt nicht so und macht da hinten hin, sondern geht hier hin. Ja? Also. Okay. Okay, guck mal nochmal zu diesem Fajing. Das Plötzliche ist ja eine Option. Ja? Noch besser ist, wenn ihr eine leichte Vorspannung habt, wenn er sich wehrt. Ja? Eine leichte Vorspannung habt und dann diese Vorspannung auch noch sich freisetzt von ihm. Aber die muss ja irgendwo bleiben. Also die Energie, die er aufwendet und die Energie, die hier durch die Vorspannung gespeichert ist. Das heißt, gar nicht so sehr plötzlich, guck mal hier, passiert nichts, sondern leicht vorfühlen, anziehen, vorspannen. Ja? Also, ein bisschen vorspannen. Und jetzt könnt ihr gerne diesen Punkt nutzen, um ihn leicht schräg wie ein Schwertschnitt zu bewegen. Kesagiri, das ist ja die Käse. Gallenblase 20 anvisieren oder Dickdarm 18. Ja? Und jetzt habt ihr den Punkt nochmal. Habt ihr gemerkt, ne? Jetzt dieses Ausstoßen seiner Atmung. Das war ein Zeichen, dass meine Energie auch gut angekommen ist. Ja? Merkt, ne? Also was sich entladen lässt. Ja? Deswegen schützt bitte eure Zähne jetzt und schützt euren Nacken. Ja, weil normalerweise, wenn ihr den Nacken nicht schützt, ihr macht da schnell, also ganz schnell einen Schleudertrauma. Ja? Also, Vorspann, fühlt ihn. Bisschen den, bisschen den. Da. Okay. Also, danke. Ja, also besonders in so einem Clinch hier, ja. Immer, klar, ein Clinch, ich bin ja kein Wrestler, die haben natürlich Profis. Klar, ich will meinen Kopf immer rannehmen, weil sonst habe ich Kopfschlag. Und über den Kopf kann ich natürlich auch steuern. Ja? Und dann, klar, versuchen, ja, vielleicht bin ich schon am Griff, ja, vielleicht ist das gescheitert. Ja, ich habe jetzt keinen Anzug an, aber wir tun mal so. Ne? Um so einen Judo-Wurf, irgendwas, sowas, wo du dich eindrehst. Ne? Ja, genau. Und wir machen etwas, was wir, nämlich er hat sein Gewicht, er muss sein Gewicht tragen sowieso und meins auch. Und das setze ich ein. Das kann er normalerweise nicht. Er kann nur, wenn er mein Gewicht nicht wirklich trägt, das rutscht an ihm vorbei, wenn er es richtig macht. Ich gehe bewusst mit meinem Gewicht da, wo er sein Gewicht schon hat. Ja, und ja. Das können wir auch sehr plötzlich machen, um das zu überlasten. Ja.
will auch ein Spielchen machen. Ne? Er wird das gewinnen, weil er macht das Tag und Nacht. Ja. Ja, aber es geht um dieses Gefühl. Ja? Das heißt, also in dem Moment, wo ihr eingedreht habt, habt ihr noch nicht alles verloren, sondern lasst ihn sogar eindrehen und überlastet ihn einfach. Genau, was wir hier gemacht haben, das mache ich jetzt genauso, aber auf sein Lastbein. Also dahin, wo er schon belastet ist. Also Judo ist ja auch links bringen und rechts abbiegen. Ja, wir müssen klar antäuschen. Ja, das ist jetzt genau, wenn ich es mitkriege, wo es ist, wenn es so schnell ist, dass du nicht hier, dass ich durch die Luft fliege, was wahrscheinlich realistisch wäre. Ja, Nee, aber das ist gut. ja, dass wir sagen, okay, wo will er hin? Ja, jetzt zwar mit dem reingegangen, hast nach da verlagert, da bin ich jetzt mitgegangen. Vielleicht machen wir einfach so eine Form, damit ihr nicht zu viel denken müsst. Also er geht rein, verlagert vor dem, da.